ist es ganz, ganz wichtig, dass ich meine eigenen Kinder davor beschütze. Alle 5 Minuten ruft eine Frau die Polizei, weil sie sich von ihrem Mann oder Ex-Mann bedroht fühlt. Mein Selbstwertgefühl war zu dem Zeitpunkt auf 0. Und dann hat er mit bloßen Händen zugeschlagen. Er hat mir verboten, mich frei zu bewegen. Und dabei bleibt es oft nicht. Bei uns in Deutschland wird sogar jeden 3. Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Alle haben es gewusst und keiner hat reagiert. Kein einziger. Jetzt in der Corona-Zeit ist die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt sogar noch gestiegen. Unser Thema heute: toxische Beziehungen. Was muss Liebe aushalten? Toxisch, das bedeutet giftig, gefährlich, schädlich. Aber wie sieht jetzt so eine toxische Beziehung genau aus? Ich treffe hier in Michelstadt im Odenwald jetzt eine Selbsthilfegruppe. Hier treffen sich Frauen, die eine toxische Beziehung hinter sich haben. Hallo, guten Abend. Hi, toll, dass wir hier sein dürfen. Will ich echt noch mal ganz deutlich sagen, ist nicht selbstverständlich, finden wir total großartig. Danke, dass du da bist. Ja, wir freuen uns auch. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Svenja, Rita und Heidi. Toxische Beziehungen. Es gibt viele Menschen, die können mit diesem Begriff noch nicht so richtig was anfangen. Wann hast du jetzt, Heidi, gemerkt, meine Beziehung, die läuft nicht nur irgendwie ein bisschen schlecht, die ist richtig toxisch? Er hat mich erniedrigt, verbal, gerne in Gesellschaft vertreten, mich runtergeputzt. Ja, das war schon sehr verletzend. Und das hat mich dann zusehends verängstigt. Ja, dass ich da manchmal wirklich nur noch irgendwie so einen Horror hatte dann, wenn ich morgens aufgestanden bin. Hoffentlich mache ich nichts falsch. Hoffentlich sage ich nichts falsch. Ja. Ich habe nur gemerkt, dass ich nicht mehr mein Leben lebe, sondern seins. Ich habe nach circa einem halben Jahr gemerkt, ich lache gar nicht mehr. Irgendwann fängt es an, das sind so kleine Sticheleien, da denkt man sich noch nicht mal was dabei. Da werden Witze auf deine Kosten gemacht. Wenn du dann was sagst, dann bist du zu empfindlich. Wenn du ihn bei einer Lüge ertappst, dann hast du das falsch verstanden. Und im Endeffekt ist es eigentlich so, wenn der über seine eigenen Füße fällt, bist du schuld. Und der redet dich dumm und dämlich, wenn ich das so sagen darf. Wirklich, man zweifelt an seinem eigenen Verstand irgendwann. Wenn irgendwie körperliche Gewalt im Spiel ist, dann finde ich es immer so eindeutig. Das ist absolut toxisch, das geht gar nicht. Aber welche Rolle spielen auch so diese psychischen Drangsalierungen? Die Rolle der psychischen Drangsalierung ist eigentlich noch viel schlimmer, weil das ist ja der Vorbote auch zu dieser körperlichen Gewalt. Ja? Ich kenne aber wirklich tatsächlich viele Menschen, die gar nicht so sehr diese körperliche Gewalt abbekommen, sondern wo es nur auf der psychischen Ebene abläuft, die aber immer mehr und mehr zerbrechen. Das ist einfach das Gefährliche daran. Und die Menschen verlieren ihre Kräfte, ihre ganz normalen Kräfte zum Leben. Und das ist das Fatale daran. Ich glaube, es viele Außenstehende gibt, die sowas denken wie toxische Beziehung, das kann mir doch nicht passieren. Wie ich angefangen habe, das ein bisschen zu begreifen, habe ich gesagt, das ist wie wenn du in ein Spinnennetz reinfliegst. Da bist du gefangen und da kannst du noch so viel Verstand haben, du zappelst und kommst da nicht mehr raus. Svenja, du leitest jetzt hier diese Gruppe, du wirkst total tough und selbstbewusst, aber hast ja wirklich eine toxische Beziehung hinter dir, die wir uns eigentlich wirklich furchtbarer nicht vorstellen können. 2-mal hat dein Ex sogar versucht, dich umzubringen. Und wir fragen uns natürlich, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Eine toxische Beziehung verläuft meist in Phasen. In der ersten Phase, Psychologen nennen sie Lovebombing oder Idealisierung, glaubt man, den idealen Partner gefunden zu haben. Das tut so gut, besonders wenn man wie Svenja Beck gerade eine schwierige Trennung hinter sich hat. Der Mann kam, als mein seelischer Zustand absolut miserabel war. Und er sprach mich an und hat gleich gesehen, dass es mir nicht gut ging und sagte zu mir, wenn du mich brauchst, bin ich jederzeit für dich da. Da es ein attraktiver Mann war, der sehr freundlich, sehr höflich und sehr zuvorkommend war, hat mir das sehr, sehr viel bedeutet, weil ich gedacht habe, Wahnsinn, ich hätte niemals gedacht, dass ich in so einer Situation noch für irgendjemand überhaupt attraktiv erscheinen kann.
Doch dann zeigte Svenja Becks Partner, wie viele toxische Partner ein Narzisst, sein wahres Gesicht. Es folgte die Phase der Entwertung und Destabilisierung. Mein Selbstwertgefühl war zu dem Zeitpunkt auf Null. Und genau das hat er für sich ausgenutzt, weil er hat sich in diesem Moment, als ich mich ihm geöffnet habe gegenüber, den Zugang zu meiner Seele verschafft. Er wusste ganz genau, wo meine Ecken sind, meine Kanten sind. Er wusste, ich habe das allererste Mal gedacht, ich kann mich jemandem öffnen. Ich kann mal meine verletzliche Seite zeigen, die ich ja sonst nie jemandem auch gezeigt habe, weil ich immer als starke Persönlichkeit gelten wollte. Und das hat er genau sich zu eigen gemacht und hat das dann letzten Endes gegen mich verwendet. Und als ich mich mehr und mehr emotional darauf eingelassen habe, sind die Dinge, die dann passiert sind, immer komischer geworden. Das Verhalten ist immer mehr ins Negative abgedriftet. Ja? Wenn ich irgendwas erzählt habe, hat er gesagt, oh, du wieder, du Spatzenhirn. Oder oh, du bist zu blöd, das zu verstehen. Oder ich musste ihm Rechenschaft abgeben, wenn ich nach Hause gekommen bin, wo ich mit den Kindern mittags hingehe. Er hat mir verboten, mich frei zu bewegen. Er hat Männer hier bei mir im Dorf angesprochen, die mir guten Tag gesagt haben, dass sie das so unterlassen haben. Solche Dinge sind dann einfach immer mehr ins Negative übergegangen. Beleidigungen, Kontrolle, Verbote. In der nächsten Phase beginnt dann das Hoovering, Englisch für Staubsaugen. Der toxische Partner saugt den anderen immer wieder auf, hält ihn fest. Ein Wechselbad der Gefühle zwischen Trennungsversuchen und neu geweckten Hoffnungen. Er konnte das mit mir tun, weil ich alles dafür getan hätte, ihn nicht zu verlieren. Und das hat er ganz genau gewusst, weil er in diesen ersten und zweiten Phasen mich so überschüttet hat mit Liebe und mir das Gefühl gegeben hat, etwas Besonderes zu sein, dass ich immer wieder an diese Punkte zurück wollte. Ich wollte immer so gut sein, dass er mir das wieder gibt, dass ich es wieder verdiene, das zu bekommen von ihm. Aber es gab eben immer wieder und immer wieder was Neues zu meckern. Und ich habe dann gedacht, das kann doch nicht sein, da stimmt doch irgendwas nicht, da stimmt doch mit mir irgendwas nicht. Am Ende einer extrem toxischen Beziehung steht dann oft, wie bei Svenja Beck, das Gefühl, dem anderen völlig ausgeliefert zu sein. Und die Angst, eine Trennung bedeutet das eigene Todesurteil. Ich hatte Angst vor meinem Ex-Partner, dass er uns wirklich etwas antut, wenn ich mich letzten Endes trennen würde. Und zum Schluss natürlich noch diese enorme Verlustangst, da er ja zuvor Gehirnwäsche betrieben hat, dass nie wieder mich ein anderer Mensch so nehmen würde, so kaputt wie ich bin, dass ich das irgendwann dann auch angefangen habe zu glauben und gedacht habe, okay, er ist der letzte Mensch, den ich jemals bekommen würde. Und das war der Punkt, warum ich mich nicht trennen konnte. Toxische Beziehungen, das nehme ich jetzt aus deiner krassen Geschichte auf jeden Fall mit, die entwickeln sich also schleichend und enden in einer krassen emotionalen Abhängigkeit. Was sind die Signale? Woran kann man es vielleicht dann doch schon während der Beziehung erkennen, das ist hier toxisch? Das, was ganz schlimm ist einfach sind diese Schwankungen, dieses auf Eiern laufen. Denn das, was er gestern gesagt hat, zählt morgen schon gar nicht mehr. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt 2 Hunde und er hat sich fürchterlich an dieser Situation gestört, dass die Hundehaare auf dem Boden gelegen haben. Daraufhin habe ich jeden Tag, bevor ich auf die Arbeit gefahren bin, gesaugt. Das war von Montag bis Donnerstag alles in Ordnung. Freitags bin ich mit dem Staubsauger an die Tür gekommen. Er hat die Tür aufgerissen und hat mir den ganzen Staubsauger inklusive Metallstiel ins Gesicht geschlagen und hat gefragt, was ich hier so einen Krach mache. Zweimal hat Svenja Beck die brutalen Übergriffe nur knapp überlebt. Bücher halfen ihr nach und nach zu verstehen, was da mit ihr passierte. Heute gibt sie ihre Erfahrungen und Wissen an andere weiter, damit sie es früher schaffen, zu gehen. Wie bist du zu diesem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt hilft nur noch die Trennung und zwar die komplette? Irgendwann kommt der Punkt, da kommt man hin, wenn man daran arbeitet, dass man irgendwann diesen ganzen Ablauf so durchschaut und weiß, was einem widerfährt, dass man nicht anders da kann, als auch wirklich
zu merken, man muss diese Beziehung beenden, weil man kommt da nicht ansonsten raus. Es gibt keine Veränderung in der Beziehung. Und das war dann der Punkt, an dem ich gewusst habe, ich habe jetzt nur die Möglichkeit, entweder ich werde da zugrunde gehen, emotional als auch körperlich, oder ich muss mich auf den Weg machen in mein eigenes Leben und an mir arbeiten. Heidi, wie war es bei dir? Ich bin im Hauruck-Pfeffer abgehauen von heute auf morgen. Ich habe meine Söhne angerufen und die haben mir das auch sofort geglaubt und gesagt, hier sind wir und wir kommen und holen dich da raus. Ganz schnell ging das. Aber das war wirklich wertvoll, dass die das auch gemacht haben. Ne? Also es gibt es ja auch öfters, dass einem dann nicht geglaubt wird. Ne? Es ist oft auch unglaublich, was in manchen Beziehungen an Gewalt passiert. Habe ich selbst schon im Bekanntenkreis erlebt. Was bekommen andere von toxischen Beziehungen mit? Und wie verhalten die sich dann? Habt ihr das schon mal erlebt? Eine toxische Beziehung? Jetzt so in der Beziehung an sich habe ich das noch nicht selber miterlebt. Ja. Halt nur im Freundeskreis. Ja. Du? Ja, also ich hatte beides. Also sowohl in der Beziehung, wo ich dann die ganze Zeit mir dann auch schon dachte, okay, irgendwie fühlt sich das nicht mehr so gut an. Ja gut, da war man halt noch jünger, da dachte man so, okay, ich will den jetzt aber auch nicht verlieren, denjenigen. Bei Freunden genauso. Einfach, um nicht alleine dazustehen, ist man mit den Falschen befreundet, die einen nicht gut tun und wo man mehr in einem Wettbewerb zueinander steht, als sich gegenseitig aufzubauen. Manchmal sind es ja auch so dramatische Fälle, wo man irgendwie eine Freundin hat oder so und wo man merkt, oh verdammt, das tut dir überhaupt nicht gut, dieser Partner. Wie verhält man sich dann als Außenstehender? Eine ehemalige Freundin von mir hatte das tatsächlich. Die hat monatelang, also wirklich, sie war immer fertig. Sie hat mich immer gefragt, was soll ich machen, was kann ich tun? Ich habe ihr dann halt irgendwie versucht, Tipps zu geben, wie ich mich verhalten würde. Habe dann aber auch gesagt, das musst du ganz für dich selber wissen. Wie hat sie sich dann entschieden? Ja, der Kontakt ist dann halt auch abgebrochen, weil sie sich dann eher zu anderen Freundinnen verzogen hat, die dann gesagt haben, ist es doch alles gut, und die ja halt so zugesprochen haben und gesagt haben, das wird schon wieder. Daraus ist halt dann auch entstanden, dass ich keinen Kontakt mehr mit ihr hatte, weil sie einfach wahrscheinlich mit meiner Ehrlichkeit nicht zurechtgekommen ist. Ich denke, es ist wichtig, denjenigen Wege aufzuzeigen, wo kann es hinführen, mit welcher Entscheidung. Aber prinzipiell muss jeder seine eigene Entscheidung treffen und auch aus den Folgen lernen. Und manche tun das, manche nicht. genau. Ich merke, die meisten Männer, die ich anspreche, können mit dem Begriff toxische Beziehung wenig anfangen. Manchmal, also so geht es mir zumindest, kriegt man es ja so im Freundes- oder Bekanntenkreis mal mit, dass man sagt, oh, die tun sich überhaupt nicht gut. Sowas schon mal mitgekriegt? Eigentlich auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Die meisten Frauen wissen sofort, was toxisch in einer Beziehung bedeutet. Hast du da ein Beispiel, also wo du sagst, das und das konnte ich überhaupt nicht verstehen, dass diese Person das mit sich machen lässt? Ja, es fängt halt damit an, wenn man so von seinem Freund verboten bekommt, mit anderen Jungs abzuhängen zum Beispiel. Oder wenn man halt so das Gefühl hat, immer wenn man was machen will, muss man so seinen Freund fragen, so ja, darf ich überhaupt rausgehen oder sowas. Wo man sich halt vielleicht am Anfang denkt, so ja, okay, der macht vielleicht nur Sorgen oder sowas, aber das sind halt solche Sachen, ich finde, das geht halt nicht, man ist immer noch sein eigener Mensch. Also persönliche Dresscodes, auch wenn die Jungs einem so vorschreiben, was man anziehen darf, was man nicht anziehen darf, ist halt, finde ich schon, also wenn mein Freund das machen würde, dann würde ich direkt was dagegen sagen, so, weil ich finde einfach, jeder sollte so für sich selber immer noch die Freiheiten haben, auf jeden Fall in einer Beziehung. Und alles, was so darüber hinausgeht, finde ich dann schon toxisch eigentlich, ja. Wenn ihr das so mitgekriegt habt bei den Freunden oder Bekannten, von denen ihr gerade erzählt habt, was habt ihr dann gemacht? Also ich finde, man muss halt schon aufpassen, wie man das angeht. Vielleicht, dass man einfach nicht so pusht, wenn man halt direkt sagt, so, ja, dein Freund, der ist voll toxisch oder sowas. Dann geht man halt extrem schnell in die Defensive. Niemand will ja angeschrien werden oder so irgendwie sich komisch oder schlecht fühlen. Ich meine, ganz oft wissen sie es ja auch selber so ein bisschen so. Und wenn es sich immer wieder wiederholt, so, dann irgendwann ist es halt so, dann kann man auch nichts mehr machen. Muss man halt einfach die zuschauen eigentlich und halt hoffen, dass es irgendwie besser wird. Ich fand das jetzt total interessant. Ganz vielen Menschen hier in Darmstadt geht es so wie mir auch. Wir alle haben schon mal von toxischen Beziehungen gehört. Wir haben sie auch schon mal irgendwie im Freundeskreis mitgekriegt. Aber keiner weiß genau, wie man sich als Außenstehender dabei verhält. Ich treffe jetzt eine Frau, die uns da garantiert Unterstützung geben kann. Viele, die helfen, machen das ja eher aus dem Bauch heraus. Hallo Frau Wickereitz, Kommen Sie rein.
Von Paartherapeutin Charlotte Wicke-Reitz will ich wissen, wie wir am schlausten vorgehen. Denn da kann man ganz schön viel falsch machen. Was können wir als Außenstehender tun, wenn wir merken, oha, die Beziehung von meiner besten Freundin zum Beispiel zu ihrem Mann oder die meiner Nachbarin, die wird gerade richtig übel? Also es ist für Außenstehende immer sehr schwierig, weil man natürlich nur einen Ausschnitt der Beziehung sieht und vielleicht gar nicht mitkriegt, was vielleicht gut funktioniert. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig, damit etwas direkt anzusprechen. Ich würde offene Fragen stellen, zum Beispiel, ich habe den Eindruck, es geht dir nicht gut oder du hast dich verändert, ist irgendwas nicht in Ordnung bei dir? Und Hilfe anbieten. Also ich bin da, wenn du mich brauchst. Sprich mich an und ich kann dir helfen, wenn du Unterstützung haben möchtest. Gibt es da irgendwelche absoluten No-Gos? Also ein No-Go ist für mich zum Beispiel, wenn man sagt, du musst dich unbedingt trennen. Also wenn man von außen bewertet und das Thema ist ja extrem schambehaftet. Und da erreicht man eigentlich eher das Gegenteil, sondern dass sich Angehörige oder Freunde zurückziehen und über dieses Thema gar nicht sprechen möchten. Und das ist ja das, was man eigentlich nicht erreichen möchte. Ab wann wird denn eigentlich eine Beziehung toxisch? Also ich meine, weil ein Thema hat ja eigentlich jedes Pärchen, der Mann, der zu wenig im Haushalt mithilft, die Frau, die zu Helikopter-Mutti-mäßig unterwegs ist. Aber ab wann kommt wirklich dieses toxische Element dazu? Also ich finde es zum einen gut, wenn Sie von toxischen Elementen sprechen, denn ich höre ganz oft die toxische Beziehung und das finde ich schwierig, weil man sich dann immer nur auf die destruktiven Beziehungsmuster konzentriert und gar nicht guckt, was gibt es vielleicht noch für Ressourcen in der Partnerschaft oder was funktioniert gut, worauf man aufbauen könnte. Aber wenn Sie so von toxischen Beziehungselementen sprechen, dann ist so ein typisches Beispiel, dass es ein Machtungleichgewicht zwischen den Partnern gibt. Es gibt einen, der oft so einen dominanten Part hat und das ist unabhängig, ob Mann oder Frau, und einen, der sich dem unterordnet und nicht in der Lage ist, seine Bedürfnisse einzubringen oder sich selbst zu behaupten. Ein anderes typisches Muster, das sind so irrationale oder ganz aggressive und heftige Reaktionsweisen auf ganz harmlose Themen. Oder was auch ganz typisch ist, dass es keine positive Gesprächskultur auf Augenhöhe gibt. Also dass diese Paare eigentlich gar nicht nüchtern und konstruktiv miteinander sprechen können. Wie arbeiten Sie dann mit diesen Paaren, wenn die zu Ihnen kommen? Also die Veränderung kann möglich sein, wenn zum Beispiel beide der Meinung sind, wir müssen was verändern, wir fühlen uns nicht mehr wohl und die Bereitschaft haben, ihr Verhalten kritisch zu reflektieren. Und dann kann Paartherapie wirklich gut helfen und eine Unterstützung bieten. Aber meistens ist es so, dass einer alleine die Entscheidung für sich trifft, der einen höheren Leidensdruck hat und sich Hilfe holt und dann versucht, die Situation zu verändern und natürlich auch sein Verhalten umstellt. Dadurch verändert sich die Beziehungsdynamik und das führt natürlich bei dem anderen auch in gewisser Weise oder kann zu einer Veränderung führen, weil er merkt, das übliche Verhaltensmuster funktioniert jetzt hier nicht mehr. Wann nützt gar nichts mehr? Wann sagen auch Sie, hier muss eine Trennung her? Wenn Gewalt im Spiel ist, dann, das ist ein Tabu, was gebrochen wurde und dann ist sehr viel zerstört. Körperliche Gewalt oder ja, diese psychische, die ist also, ja auch... massive psychische Gewalt auch. Es gibt ja viele Gründe, warum Pärchen, die eine toxische Beziehung haben, trotzdem zusammenbleiben. Da gibt es manchmal die finanziellen Gründe und ganz häufig sind es halt auch die Kinder, die man vielleicht schon hat. Aber toxische Elternbeziehungen sind auch sehr belastend, denn diese toxische Beziehungsdynamik führt bei den Eltern zu einem permanenten Stresspegel, dass die Eltern gar nicht mehr in der Lage sind, sich auf die Kinder einzulassen und die Kinder anschreien oder auch gewalttätig den Kindern gegenüber werden. Auch wenn die Kinder Gewalt zwischen den Eltern erleben. Das ist traumatisch für die Kinder und da werden sie Schäden oder können sie Schäden bis an ihr Lebensende davon tragen. Deswegen ist wichtig, dass solche Zustände und Situationen verändert werden. Das heißt, toxische Partner misshandeln und schlagen oft auch ihre Kinder. Und die sind total hilflos der Situation ausgeliefert, wenn keiner von außen Hilfe anbietet. Das ist extrem wichtig und da komme ich noch mal zurück auf die Anfangsfrage, was können Freunde und Familie vielleicht auch tun? Wenn man einen Angehörigen hat, wo man den Eindruck hat, die Beziehung ist toxisch oder da gibt es sehr viele Konflikte,
dann ist eine gute Möglichkeit zu helfen, indem man einfach auch die Kinder immer mal rausholt und den Kindern auch die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen. Wobei Kinder sich auch für die Verhältnisse der Eltern schämen und oft nicht die Wahrheit sagen. Also da muss schon ein großes Vertrauensverhältnis auch da sein, dass es zu solchen Gesprächen kommen kann. Die meisten trauen sich also einfach nicht darüber zu reden. Genau. Wir haben eine Frau getroffen, die sich traut, darüber zu reden. Sie hat in ihrer Kindheit massive Gewalt erfahren durch ihren Vater und sie hat sich uns anonym anvertraut. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Warum mache ich das anonym? Weil ich meine eigene Familie schützen muss und meine Herkunftsfamilie. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich meine eigenen Kinder davor beschütze, weil sie einfach dafür zu klein sind. Und zum anderen habe ich Familienangehörige, die sich mit dem Thema selbst nicht auseinandersetzen können und möchten. Und dann gibt es auch Familienmitglieder, die ich davor schützen muss, dass es nochmal zu einem Übergriff kommt, wenn er dieses Interview sieht und rausbekommt, dass ich das gegeben habe. Mein Vater ist ein Herrscher. In Fachkreisen nennt man das Narzisst. Mein Vater ist ein Mensch, der keinerlei andere Meinung zulässt. Nur seine ist die einzig richtige und er hat über das Leben anderer zu bestimmen, insbesondere über das seiner Familie. Ich glaube, dass es angefangen hat, als ich so 4, 5 Jahre alt gewesen bin. Er hat dann zuerst, bevor es losging, gerne auch mal so einen Ledergürtel knallen lassen. Das gibt natürlich ein schönes Geräusch, wo man als Kind dann auch mal gut zusammenzuckt. Und dann hat er mit bloßen Händen zugeschlagen. Wir haben ja in einem Mehrparteienhaus gewohnt, was sehr hellhörig ist. Das heißt, die haben das auch gehört, was mit mir passiert ist. Die haben es auch gesehen. Es gab so eine Strafe, da haben die mich zum Beispiel, also meine Eltern, dann auch mal für eine Stunde in Unterwäsche in den Hausflur ausgesperrt. Und ich wusste, wie lange eine Stunde ist, weil dieses Licht, was sie da hatten, ging immer im 10-Minuten-Takt aus. Also ich wusste ja immer, wie lange ich da sitze. Und in der Zeit sind auch viele Leute die Treppen hoch und runter. Und alle haben es gewusst und keiner hat reagiert. Kein einziger. Und das ist was, wo ich sage, ja, dort wurde versagt, auf ganzer Linie. Als Kind ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn der eigene Vater den Willen bricht und auch den Körper bricht. Das Urvertrauen ist absolut zerstört. Meine Mutter ist selber in dieser toxischen Beziehung gefangen. Ihre Möglichkeiten waren auch begrenzt, sehr begrenzt. In meinem Fall war das so, dass ich tatsächlich, wenn er auch geprügelt hat, aus meinem Körper ausgestiegen bin. Ich konnte ihn beobachten dabei, wie er das getan hat. Ich habe aber auch keinen Schmerz mehr gefühlt. Und das hat mein Überleben gesichert. Ich war nicht in der Lage, Gefühle überhaupt zu empfinden. Für mich selbst. Das war mein vorheriges Ich. Das war auch eine ganz interessante Frage bei der Psychologin, um das vielleicht auch mal bildlich darzustellen. Beschreiben Sie mal, wie Sie sich gerade fühlen. Und ich hatte überhaupt gar keine Begriffe für Gefühle für mich selbst. Das musste ich erst mal lernen, weil Gefühle durfte man nicht haben als Kind, keine eigene Meinung haben als Kind, man hatte zu funktionieren. Und das ist tatsächlich was, das hat sich lange durch mein Leben gezogen, ohne dass ich das bewusst wahrgenommen habe. Es gab dann, da war ich 37, einen Triggersatz von ihm. Und der lautete, du hast wohl vergessen, wer dich großgezogen hat. Und in dem Moment ist tatsächlich die Tür zu meinem inneren Kind, so möchte ich es nennen, mit voller Wucht aufgetreten worden. Und in dem Moment kamen alle Erinnerungen, alle Gefühle von damals tatsächlich hoch. Und das war nicht schön, weil es mich völlig überrannt hat. Das endete letztendlich darin, dass ich 3 Tage wirklich körperlich kaum in der Lage war aufzustehen. Ich musste mich ständig übergeben. Man ist absolut zurückkatapultiert in dem Moment und kommt dort auch erstmal alleine nicht mehr raus.
Ich habe dann tatsächlich mir sehr, sehr zügig Hilfe gesucht bei einer Psychologin und habe dort in vielen Stunden mit ihr die Themen aufgearbeitet oder beziehungsweise erst überhaupt mal angefangen zu bearbeiten, weil man in einer toxischen Abhängigkeit war und das, was einem jahrelang eingetrichtert wurde, ist drin. Und solange man das nicht löst, hängt man da immer noch in dieser Abhängigkeit drin. Ich bin frei, ich bin geheilt, ich bin absolut gelöst von ihm. Ich habe auch keine Angst vor ihm, gar nichts. Ich habe meine Kindheit angenommen, wie sie ist. Aber die Aufarbeitung findet, glaube ich, mein ganzes Leben lang statt. Ich komme aus einer Generation, wo solche Themen totgeschwiegen werden. Was in der Familie passiert, bleibt in der Familie. Oftmals traut man sich damit auch nicht an die Öffentlichkeit oder überhaupt mit jemandem drüber zu reden. Ich möchte den Kindern eine Stimme geben, den erwachsenen Kindern, die das durchlebt haben. Und wenn ich damit nur einen einzigen erreiche, habe ich viel geschafft. Ich bin jetzt im Interventionszentrum gegen häusliche Gewalt in Landau in der Pfalz mit dem Sozialarbeiter Roland Hertel verabredet. Für ihn ist es sehr wichtig, mit allen an der Gewaltprävention zu arbeiten, auch mit den Tätern. Nur so werde die Gewalt nicht von Generation zu Generation weitergegeben. Was passiert, wenn Kinder diese toxischen Familienerfahrungen nicht aufarbeiten? Ich kann Ihnen sagen, wir haben ganz viele Männer hier in den Gruppen schon sitzen gehabt, seit 2000, die gesagt haben, ich wollte nie so werden wie mein Vater. Und trotzdem, jetzt bin ich so. 95% der Männer, die hier in dieser Gruppe sitzen, haben diese Erfahrungen gemacht. Entweder durch Gewalthandlung an sich oder vor allem gegen die Mutter. Ja, und das ist einfach mal Fakt. Das Erleben in der Kindheit bedingt eine Betroffenheit im Erwachsenenalter. Meist sind Männer die Täter. Nur in 20% aller Fälle werden auch Frauen gewalttätig, so die Statistik. Aber die Gewalt, die Frauen ausüben, ist anders. Frauen treten auch, die treten aber ans Schienbein. Männer treten so lange, bis die Frau sich nicht mehr bewegt. Das sind halt riesengroße Unterschiede. Oder an Haaren durch die ganze Wohnung ziehen. Ja, das ist Macht. Ich habe die Macht über dein Leben. Viele Männer kommen her und sagen, meine Frau müsste eigentlich hier sitzen, die provoziert mich. Aber es geht auch in dieser ganzen Arbeit nicht um Schuld. Es geht um Verantwortung fürs eigene Verhalten. Und da haben Männer, ich sage immer wir Männer, doch erhebliche Probleme, die Verantwortung fürs eigene Verhalten auch für sich umzusetzen. Dieser Stuhlkreis ist kein Stuhlkreis in herkömmlichem Sinn, sondern da geht es um wertschätzende Konfrontation. Wir nehmen dich als Mensch an oder sie als Mensch an, aber dein Gewaltverhalten verurteilen wir, ja, und da musst du die Verantwortung übernehmen. Das ist das erste Ziel. Ich finde das irgendwie total faszinierend, dass solche Menschen wirklich therapierbar sind, weil ich als Laie hätte jetzt gesagt, wenn das meine beste Freundin wäre, die so einen Mann hat, pack deine Koffer und weg. Aber die meisten Frauen, die wollen sich nicht trennen, die wollen aber erreichen, dass der Partner sich ändert und dass die Beziehung sich ändert. Ja? Und den Prozess kann man begleiten. Am Ende kann natürlich auch stehen, die trennen sich. Die Trennung, dann eine existenzielle Krise für Männer, die oft noch zu mehr Gewalt führt. Wie kann man das verhindern? Wir müssen die Männer in ihrer Krise abholen. Wir müssen ihnen ein Angebot machen. Ja? Wir können dir helfen, darüber wegzukommen. Oftmals haben die Männer keinen sozialen Nahraum, ja, der sie auffangen kann. Und dann eskaliert. Und bei Tötungen waren es 2/3 getrennte Partnerschaften. Und das muss uns zu denken geben. Nach allem, was ich heute erfahren habe, muss ich mir echt eingestehen, ich habe auch schon mal eine toxische Beziehung gehabt. Aber ich kannte eben diese Alarmzeichen vorher nicht. Die frühzeitig zu erkennen, das ist super wichtig, auch für alle Außenstehenden. Und dass wir dann eben unsere Hilfe anbieten. Ganz besonders dann, wenn auch Kinder betroffen sind.